Hallo liebe Zuschauer, ja, das ist meine liebe Nachbarin hier in Rayong und ich habe sie dieser Tage mal dabei beobachtet, was sie denn hier macht, und ich wäre gar nicht darauf gekommen. Sie macht hier Holzkohle selber, die sammeln also Holz und jetzt wird das da angezündet, und ich glaube, der Trick bei der ganzen Sache ist ja mit der Holzkohle, da darf ja nur minimale Sauerstoff drankommen, dass nicht das Ganze verbrennt und man hat nachher gar nichts. Und ich habe sie jetzt darum gebeten, uns das mal zu zeigen, wie sie das macht. Sie zündet das gerade mit Gummi an, sehe ich, mit alten Reifen. Dafür qualmt das jetzt so schon. Also hier sind schon ringsherum ein paar Erdlöcher von ihr, die sie mal gemacht hat. Jetzt hänge ich voll im Wind und im Qualm. Ich zeige, boah, das stinkt ja. Ja, jetzt wird das da angezündet. Das war also nur der Start für das Feuer mit dem alten Gummi von den Reifen. Und da kommt jetzt Rinde und auch Kokosnussrinde dazu. Übrigens, da ist das Endprodukt. Ich habe das schon mal gesehen bei der Großfamilie, könnt ihr euch vielleicht daran erinnern. Der hatte ja schon fast einen profihaften Ofen gehabt. Der hatte also noch einen Dom da drauf. So, jetzt wird da alles reingesteckt an Holz. Ja, und das ist wahrscheinlich nicht ganz fertig geworden. Das hat mich schon gewundert. Hier liegen die anderen Hölzer. Und ich würde sie nachher mal fragen, was sie denn nachher mit dem Endprodukt macht. Ich weiß von dem Familienvater auf Samui, der verkauft das. Ich glaube, ein großer Sack für 150 Baht. Ich nehme wohl hier auch an, dass sie das auch verkauft. Das ist nicht unweit von meinem Häuschen da hinten entfernt, hinter dem Grünen. Da sind die 6 Häuser. Und hier gehe ich auch jeden Morgen oder jeden Tag mehrmals mit dem Jam vorbei, um mit dem Gassi zu gehen. Ja, da ist auch frisches Holz dabei jetzt. Die Kunst ist nachher, das so abzudichten, dass es nicht ganz verbrennt. Das muss also so ein Schwelbrand sein. Ist natürlich nicht gerade angenehm für die Umwelt und für die Nachbarn, die ja die ganze Zeit den Qualm mitbekommen. Bisher bin ich da hinten in meiner Ecke noch nicht belästigt worden. Aber so helfen sich die Menschen hier, nebenbei etwas Geld zu verdienen. Die sind schon relativ, ja, für unsere Standards arm. Aber wenn ich das so sehe, die haben also ein Auto, die haben einen Scooter, dann ist das also für thailändische Verhältnisse schon Normalstand. Obwohl hier die Gegend Rayong ist eine der reichsten Städte hier in Thailand, weil wir ja viel Industrie haben. Wir haben ja die Petrochemie, Ford, Automobilfirmen, ich glaube Mercedes auch, die hier Dinge zusammenbauen. Aber hier so eine einfache Frau, die hat da nichts von. Die Menschen sind hier ziemlich einfach gestrickt, unkompliziert, pragmatisch. So, ich soll mal da reingucken, da unten, da ist das Feuer. Okay. Papa, tomorrow พรุ่งนี้เราก็มาเปิด Tomorrow พรุ่งนี้เช้าแล้วก็เดี๋ยวป้าจูงม้าเดี๋ยวก็มาเขี่ยเปิด Also hier wird man immer mit Papa angeredet. Das heißt nicht, man ist ein alter Mann, das ist in einer Höflichkeitsform. Und wenn ich jetzt verstanden habe, soll das erstmal richtig brennen. Und dann, hier liegen die Metallplatten, die Wellbleche. Ja, und das kommt dann nachher da oben drauf.
Ja, so werden jetzt die Moskito vertrieben und vielleicht auch der eine oder andere Nachbar. Leider habe ich ja jetzt keinen Dolmetscher dabei, dann wäre das nämlich schon ein bisschen einfacher. Jetzt geht es also darum, das über Gestik zu verstehen. Und wenn ihr jetzt so richtig mitbekommen habt, muss erstmal das Feuer so richtig dran sein. Und dann wird es mehr oder weniger fast erstickt und glimmt dann nur noch. Und so macht man hier eben halt die Holzkohle, die man dann braucht für die Barbecues. Das sind einfache Ölfässer, oder sind nie gebraucht worden, um da Öl zu lagern. Die werden in der Hälfte durchgeschnitten. Das sind praktisch Wannen und oben kommt dann ein Gitter drauf. Und das ist dann hier der ganz einfache thailändische Barbecue für die Familie. Und da braucht man eben halt die Holzkohle. Ja, das brennt jetzt ganz gut. Ich wundere mich, weil das ja unten im Loch drin ist, dass der Sauerstoff da so durchgeht von unten. Sie ist ganz glücklich, weil ich ihr 200 Baht versprochen habe. Und das ist eine Menge Geld für solche einfachen Menschen, mir das zu zeigen, wie sie das macht. Ja, jetzt strahlen eine ziemliche Wärme ab. Ja, jetzt fragt der eine oder andere, ja, wo bekommen die denn das ganze Holz her? Einmal haben wir ja hier Bäume stehen, die vielleicht abgestorben sind und das wird verbrannt. Aber im großen Bereich ist es so, wir haben also riesige Plantagen mit Ölbäumen und irgendwann ist da auch Sendepause, dass sie kein Kautschuk mehr geben. Kautschukbäume, Entschuldigung, Kautschukbäume. Und dann geben die nichts mehr und dann werden die gefällt und dann sieht man hier die LKWs fahren, die haben dann so 1,5 Meter lange Baumstämme und die werden dann weiterverarbeitet, unter anderem auch eben halt hier für Holzkohle zu machen. Ich habe es gesehen auf Koh Samui, da wird auch die Schale der Kokosnuss wird dafür verwendet und die ist ganz besonders, weil die auch einen viel höheren Brennwert hat. Ich finde, die Thailänder sind Künstler, irgendwie mit Geld zu machen. Die machen kleine Geschäfte am Straßenrand. Da ist aber auch niemand hinter, um da Steuern zu zahlen. Da legt der Staat keinen Wert drauf, weil der Staat sich ja auch nicht so sozial um die Bevölkerung kümmert. Jeder hat hier selber zu arbeiten, Geld zu verdienen. Und daher sind so kleine Nebeneinnahmen willkommen. Was ich hier in Thailand festgestellt habe, dass die Thailänder so ein bisschen Pyromane sind. Überall gibt es offene Feuer, ob jetzt Holz verbrannt wird oder Pflanzenreste. Teilweise auch, dass er noch grün ist, die warten erst gar nicht. Oder Müll eben halt, das wird verbrannt. In Unding wäre das also in Deutschland. So, jetzt wird es ernst. Jetzt wird das Feuer abgedeckt und fast erstickt. Also das sollte man in Deutschland nicht nachmachen. Da geht er am besten in den Baumarkt. Oh mein Gott, das qualmt aber. Vertreibte Mücken. Es ist die Kunst, noch so viel Sauerstoff zukommen zu lassen, dass es weiter glimmt. Ich glaube, die Ränder werden jetzt von der Erde, da liegt da ringsrum lockere Erde, wird dann noch drauf geschaufelt. Also da sind hundertprozentig keine Mücken unterwegs. Kleine Nebenanekdote, war gestern mit Jem unterwegs gewesen. Wir waren gut 2 Stunden unten am Strand gewesen. Ich wollte mal einen Tag am Strand gönnen. Vergessen mich einzusprühen und ich weiß nicht, was es gewesen ist. Ob es jetzt Sandflöhe gibt es ja und Mücken, alles was einen beißt und sticht. Jedenfalls, die haben mir unter der Wade alles zerstochen gestern und ich konnte die Nacht gar nicht ruhig schlafen. Das juckte wie Sau. Seitdem ist auch Jem am Husten.
Die letzte Nacht war eine kleine Katastrophe gewesen, er hat sich mehrfach auch übergeben. Ich hoffe, dass das jetzt nichts Schlimmeres ist. Er frisst im Moment auch nichts. Müssen wir beobachten, ansonsten muss ich da mit ihm zum Tierarzt noch gehen. So, that was it? No. So, sie hat mir gerade erklärt, jetzt muss das so 3 Stunden so köcheln, stinken und mal sehen, was sie dann damit macht. Aber fertig ist es dann bestimmt nicht. Man hat ja schon mal sowas im Fernsehen gesehen, dass es also bestimmt bis morgen dauert, bis sie das mal aufmacht. Ja, guten Morgen, liebe Zuschauer. Die gute Frau hat mich gerade aus dem Bett rausgeschmissen. Es war eine schreckliche Nacht mit Jem, der ist ja krank und musste alle 20 Minuten aufstehen. Also wieder hier zurück. Gestern war ich nach einer halben Stunde noch mal hier gewesen und siehe da, es hat gar nichts mehr gequalmt. Ich soll mich hier hinten hinstellen. Also wie gesagt, gestern war ich nach einer halben Stunde, wo sie das abgedeckt hatte, noch mal hier gekommen, weil ich keinen Qualm mehr gesehen habe. Man sah gar nicht, dass da unter dieser Abdeckung jetzt was passiert. Und ja, jetzt wird hier das geöffnet. Da bin ich mal gespannt, wie es jetzt gleich da aussieht. Das erste Blech ist schon mal, Abdeckblech ist ja schon mal entfernt. Ja, also muss das ja säuberlich abnehmen, die Erde, sonst fällt das nachher auf die Holzkohle und verunreinigt das natürlich. Ja, das sieht da wirklich aus wie Holzkohle. Ja, ist auch im Volumen geschrumpft. Ja, weil die ganze Feuchtigkeit, Harz und alles, was da drin gewesen ist ja alles ja, verdunstet, verbrannt. One bag, 100 baht. How much? 100 baht? Also hat mich nicht verstanden. Aber so ein Sack wird um die 150 Baht kosten. Jedenfalls auf Samui bei den selbstgemachten. Ich werde der Frau jetzt die 200 Baht geben. Das schwarze Gold von Rayong. Ja, man hört auch, wie leicht es ist. Es ist so im Ton. Die ganze Feuchtigkeit ist raus. Ja, mit diesem Einblick, schwarzes Gold herzustellen, möchte ich mich von euch verabschieden. Ich habe noch den Schlaf in den Augen. Und vielleicht war das für euch ein bisschen interessant, aber bitte nicht nachmachen. Das ist in Deutschland verboten. Sie wird jetzt so einen Sack verkaufen und hat dann mal wieder 100, 150 Baht am Tag verdient. Okay, tschüss.